Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem Kreativespresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Heute ist ein kalter, regnerischer, stürmischer Apriltag. Das ist ein wunderbarer Tag, um einen Kreativespresso zu genießen. Und daher möchte ich euch zu einem kreativen Zeichenspiel einladen. Alles, was ihr hierfür braucht, ist ein Stift. Da könnt ihr einen Kugelschreiber nehmen oder einen Fineliner. Ich mag die Pigmentliner, ja, von der Firma Staedtler oder auch die Pitt Artist Pens, die nehme ich gerne. Vorzugsweise in der Größe 03 oder 01. Und ihr braucht Papier. Und zwar ein spezielles Papier, nämlich mit Punkteraster. Ich habe das mal vor einer ganzen Weile im Schreibwarenladen entdeckt. Da habe ich einen Block gesucht zum Notizen machen. Und ja, ihr wisst ja, früher gab es Linien und es gab Kästchen. Tja, und dann begegnete mir diese ganz neuartige Version von Notizpapier und ich dachte, ich probiere es mal aus und war sehr fasziniert. Dieses Papier gibt es als Block, ja, so wie ich das hier habe. Es gibt aber auch ganz viele sehr schöne Notizbücher, die dieses Punkteraster beinhalten. Es heißt auch oft Dotted Paper, also gepunktetes Papier. Da könnt ihr gern mal Ausschau halten, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren. Ansonsten werde ich euch eine PDF-Datei bereitstellen, wo ich so ein Blatt mal einscanne für euch und da könnt ihr euch das ausdrucken und erstmal darauf spielen. Und wenn ihr dann auf den Geschmack gekommen seid, könnt ihr euch ja so ein Block oder Notizheftchen zulegen. Also, worum geht's in diesem Spiel? Es geht darum, alle Punkte zu verdecken oder einzubeziehen in unsere Zeichnung oder zu übermalen. Das Ziel ist, dass kein Punkt mehr in diesem ursprünglichen Zustand auf dem Papier zu sehen ist. Zum Beispiel könnte man, ja, die einfachste Variante einfach Quadrate zeichnen. Ja, wenn ich nebeneinander Quadrate zeichne, dann tue ich immer 4 Punkte überdecken. Und in der nächsten Zeile kann ich das versetzt tun oder in der gleichen Reihe. Und wenn ich das auf dem ganzen Blatt mache oder auf der ganzen Seite in meinem Notizheft, sind alle Punkte verdeckt. Und ich könnte die Kästchen sogar noch mit Farben füllen. Das ist ganz einfach. Ja, oder Linien. Das ist auch eine sehr einfache Variante. Kann man auch alle möglichen Versionen ausprobieren. Wichtig ist, keine Punkte übrig zu lassen. Alles mit einzubeziehen. Hat auch was. Gehen wir mal weg vom Viereck. So könnte man Dreiecke erschaffen. So pärchenweise. Auch eine Möglichkeit. Oder größere Dreiecke. Auch mal freier angeordnet. Gehen wir weg von den geraden Linien zu den Kreisen. Das kann man auch wunderbar üben. Immer 4 Punkte in einen Kreis einzubeziehen. Das ist gar nicht so einfach und erfordert etwas Übung. Aber es ist sehr entspannend. Vor allem ist es auch eine gute Möglichkeit, die eine oder andere etwas langwierige Besprechung mit Konzentrationstraining etwas aufzufrischen. Man könnte auch Abstände lassen zwischen den Kreisen und dann Punkte einbringen. Ja. Dies waren ein paar grundlegende Ideen, ja, eher einfacher Natur. Aber das, worum es in diesem Spiel geht, ist etwas herausfordernder. Und zwar geht es um freiere Formen und um freie Improvisation innerhalb dieses Rasters. Ich suche mir irgendwo auf dem Papier einen Punkt aus. Das ist mein Anfangspunkt. Und von hier aus startet meine Reise. Es geht darum, alle Punkte einzuweben, alle Punkte einzusammeln. Ja, das erfordert ein Stück Konzentration, aber es macht Spaß.
Und es macht Spaß, dieses doch sehr geradlinige Raster mit freien Formen aufzulösen, zu beleben. Ja, wir kennen das. Unser Leben ist erfüllt von mehr oder weniger geradlinigen Strukturen. Und es tut gut, sich innerhalb dieser Strukturen auf eine ganz freie und kreative Weise zu bewegen. Und diese geradlinigen Strukturen zu beleben, mit Überraschungen, mit unvorhergesehenen Wendungen. Wir erschaffen lebendige Formen und lebendige Strukturen innerhalb eines, ja doch auch relativ strengen Rasters, kann man schon sagen. Unser Gehirn nimmt, wenn wir dieses Raster sehen, doch schon sehr wahrscheinlich Linien wahr, ja, entweder waagerechte Linien oder senkrechte Linien, vielleicht auch nimmt der eine oder andere diagonale Linien wahr, aber es sind in der Regel Linien oder Kästchen, so wie wir das kennen, ja, von unseren guten alten Papieren aus der Schule. Da gab es Kästchen für Mathe und Linien für Deutsch. Und jetzt gibt es diese ganz neuartige Erfindung des Punkterasters. Und das ist eine spannende Sache, weil dieses Raster uns dazu einlädt, auch mal den Rahmen zu sprengen, zu erweitern, spielerisch damit umzugehen, zu schauen, was es sonst noch so gibt, außer Kästchen oder Linien. Und ihr seht ja, es gibt eine ganze Menge außer Kästchen und Linien. Und auch wenn ihr Lust habt, innerhalb dieses Rasters gerade Linien einzuweben, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt aber auch ganz bewusst damit spielen, dass ihr gerade mal nicht gerade agiert, geradlinig, sondern schwungvolle, bewegte Linien zeichnet. Und dann erkennt ihr auch, wie viel Platz tatsächlich zwischen den einzelnen Punkten ist. Da passt ja richtig viel hin. Also, wenn uns das Leben Strukturen anbietet, wie zum Beispiel Punkteraster, dann bedeutet das nicht, dass wir brav gerade Linien darin erschaffen müssen. Wir können uns die Freiheit nehmen, kreativ zu handeln, kreativ zu denken, ja, kreativ zu wirken. Den Rahmen sprengen. Das Raster auflösen, mit Leben erfüllen, mit überraschenden Mustern. Und es gilt, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, nicht allein fürs Papier, sondern auch für unser gesamtes Leben. Also fühlt euch eingeladen, mit Hilfe dieser Übung neue Herangehensweisen auszuprobieren, zu erspüren und vielleicht sogar in euer alltägliches Leben einzuladen. Wenn mal etwas schief geht und ihr einen Punkt nicht ganz erwischt, dann zieht einfach die Linie etwas nach und passt sie an. Das ist ganz natürlich und das gehört zum Lernen und zum Finden dazu. Wenn man neue Wege beschreitet, ertastet man sich hin und wieder die nächsten Schritte. Man tastet sich vorwärts und lernt während des Gehens.
ihr seht, hier ist kein Punkt mehr zu sehen. Alle Punkte sind einbezogen in meine lebendigen Linien und Strukturen. Und so könnt ihr jetzt weitermachen und das ganze Blatt damit beleben. Diese von mir begonnene Zeichnung stelle ich euch ebenfalls zur Verfügung als PDF, ja, neben einer leeren Punkteseite. Und da könnt ihr diese Zeichnung gerne aufgreifen als Anregung oder ihr könnt sie weiterführen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, aber feinen Projekt inspirieren und vielleicht habt ihr ja Lust, dasselbe mal auszuprobieren. Tage wie heute sind super dafür geeignet und ich wünsche euch alles Gute und einen wunderbaren Frühling noch. Wir sehen uns. Tschüss!